Macht der Liebe, das Thema Sexflaute. Und jetzt geht es weiter mit den Gründen, die dazu führen können, dass es mit dem Sex nicht so klappt, wie du es gerne hättest oder wie du denkst, dass es sein sollte. Da gibt es immer sehr vielschichtige Gründe und natürlich sind die Gründe auch ganz individuell, aber es gibt doch häufige Gründe und die möchte ich dir hier nennen und ich bin gespannt, ob du dich da wiederfindest. Schreib mir gern, ob du dich beim einen oder anderen auch schon mal erwischt hast. Punkt Nummer 5, warum du vielleicht in einer Sexflaute steckst. Und das sind die unterschiedlichen Bedürfnisse. Wenn ihr nicht redet und auch nicht über Sex sprecht, dann geht ihr wahrscheinlich einfach davon aus, dass der andere oder die andere genau das Gleiche mag wie man selbst. Das macht man in allen möglichen Bereichen. Das tun Menschen irgendwie ganz automatisch. Nur in puncto Sex ist es fatal, weil jeder Körper ist unterschiedlich. Jedes Gefühl ist unterschiedlich. Wenn ich über meinen Handrücken streiche, fühlt sich das für mich vielleicht ganz anders an, als wenn du über deinen Handrücken streichst. Jede Empfindung ist komplett anders und und das erzeugt auch Druck, wenn man denkt, so oder so muss es sein. Dieses Bedürfnis muss doch erfüllt werden. Der andere sollte doch inzwischen ganz genau wissen, was ich mag, oder ich sollte doch wirklich langsam wissen, was er oder sie mag. Nein, denn das ist ja irgendwie ein Rätselraten, welches Bedürfnis jemand hat. Und ganz häufig weiß noch nicht mal du selbst oder der andere selbst, was für ein Bedürfnis sexuell du wirklich hast. Also häufig ist das so, wabert da so was Ungenaues irgendwie rum, Bilder vielleicht, Vergleiche vielleicht. Vergleichen ist sowieso immer ganz, ganz schlecht. Kann auch ein weiterer Grund sein für eine Sexflaute. Vergleichen, wie es andere machen oder was andere sagen, wie sie es machen, ist immer ganz schlecht. Und dein Bedürfnis und das Bedürfnis deines Partners, wie gesagt, das kann überhaupt nicht zusammenpassen oder das kann total unterschiedlich zusammengesetzt sein und dann passt es eben ganz einfach nicht. Und dann kommt die Enttäuschung, weil du deinem Partner die Wünsche nicht erfüllen kannst oder dein Partner dir die Wünsche nicht erfüllt. Also überprüfe einmal dein Bedürfnis, was du wirklich so hast in puncto Sex und das deines Partners. Punkt Nummer 6 in der Sexflaute, Punkt Nummer 6. Das ist mangelndes Selbstvertrauen oder auch mangelnde Selbstliebe. Und da kommen wir nochmal zum Punkt Vergleiche. Menschen tendieren dazu, sich zu vergleichen. Und wir haben ja eben in der Statistik auch gehört, gerade Frauen haben schlechteren Sex, wenn sie mit ihrem Körper, mit ihrem Äußeren unzufrieden sind. Und haben auch weniger Lust auf Sex, wenn sie das Gefühl haben, dass sie nicht gut aussehen oder dass irgendwas mit ihrem Körper oder ihrem Äußeren nicht stimmt. Das hat natürlich was mit dem Selbstwert zu tun, mit der Selbstannahme und mit der Selbstliebe. Und die funkt uns in nahezu alle Bereiche rein. Aber gerade beim Sex ist es wirklich fatal, denn wenn jemand sich nicht wohl in seiner Haut fühlt, dann kann er auch nicht Sex genießen, dann kann er sich nicht dem Partner öffnen oder der Partnerin. Und dann kann er leider eben den Sex auch nicht genießen. Und das wirkt sich ja nicht nur auf dich aus, wenn dein Selbstwert nicht so in Ordnung ist, sondern auf die ganze Beziehung. Und umgekehrt, wenn dein Partner oder deine Partnerin einen schlechten Selbstwert hat oder ungenügend Selbstliebe hat, dann kann das ein massiver Grund dafür sein, dass ihr eine Sexflaute oder schlechten Sex oder wenig Sex oder gar keinen Sex habt. Punkt Nummer 7 bei unserer Show bezüglich Sexflaute. Das ist die Langeweile. Die Langeweile zieht häufig ein, wenn Paare länger zusammen sind, aber manche Paare haben das sogar schon von Anfang an. Nach 2, 3 Mal weiß man schon, so läuft das ab. Es ist immer das Gleiche und na klar, Wiederholungen werden irgendwann langweilig, die nutzen sich irgendwann ab. Also wenn du häufig oder mehr oder besseren Sex haben möchtest, dann achte mal drauf, ob euer Sex langweilig ist, ob er irgendwie festgefahren sich anfühlt oder horch mal,
was dein Partner oder deine Partnerin sagt. Vielleicht und hoffentlich sagt er oder sie, ist nicht so krass, unser Sex ist langweilig, aber vielleicht merkst du, dass die Stimmung so ist, dass der Partner vielleicht sagt, naja, heute nicht schon wieder oder so. Und dass, ja, dass einfach, dass dir auch nichts mehr einfällt und dass du schon im Geiste so mitdenkst, ah, jetzt kommt das und dann kommt das und dann kommt das. Und wenn du dabei bist, dann ist eigentlich schon Ende, weil dann passiert natürlich sowieso nicht so viel oder beziehungsweise immer exakt genau das Gleiche und das ist nicht spannend. Punkt Nummer 8 beim Thema, warum ist denn bloß die Sexflaute da? Und das sind Beziehungskrisen. Das versteht sich eigentlich von selbst. Du weißt natürlich genau, wenn du in einer Beziehungskrise bist, hast du wahrscheinlich eben gerade auch keinen guten Sex. Das ist aber nicht immer so. Denn durchaus gibt es Paare, die sich wieder zusammenstreiten, die gerade eine Krise durchsexeln wie verrückt. Aus vielen Gründen dann der Sex eben wieder so richtig auflebt. Aber wenn du grundsätzlich merkst, ich fighte immer in meiner Beziehung, wir streiten ständig, es ist ein Unmut da die ganze Zeit, wir kommen einfach irgendwie nicht auf den Punkt, es entzündet sich immer wieder an irgendetwas und ich zweifle schon, ob die Beziehung überhaupt richtig für mich ist. Und vielleicht habe ich das sogar mal gesagt, das ist der Killer schlechthin. Oder umgekehrt, der Partner, die Partnerin hat schon mal von Trennung gesprochen, dann weißt du ganz genau, du bist in einer Beziehungskrise und das wirkt sich in der Regel auf jeden Fall ganz, ganz negativ aus und automatisch passiert ist, dass dann eben der Sex auch einschläft. In der Beziehungskrise geht nämlich vor allen Dingen eines verloren, was für Sex extrem wichtig ist und das ist die Nähe. Die Sicherheit und dann macht sich eine Angst breit. Die Angst, wird der andere mich vielleicht verlassen oder werde ich den anderen verlassen. Alles ist irgendwie wackelig und das kann sich tatsächlich massiv auf überhaupt miteinander Sex zu haben auswirken. Also eher auf die Häufigkeit oder auf die Tatsache Sex zu haben, aber nicht immer so sehr auf die Qualität des Sex. Die kann durchaus manchmal besser werden, aber natürlich in der Regel leidet sie auch darunter. Punkt Nummer 9. Warum hast du eine Sexflaute oder schlechten Sex? Es kann an den geheimen Erwartungen liegen. Oft hast du vielleicht einen Plan im Kopf, wie der andere dich liebt oder wie du den anderen liebst, wie es sein sollte mit euch. Und du hast auch eine Erfahrung gemacht, wie es anfangs war, als ihr euch kennengelernt habt, als ihr den ersten Sex hattet. Der war auf eine bestimmte Art und Weise und wahrscheinlich war er irgendwie auch toll. Und aus der Erfahrung, die du damals gemacht hast, ist eine Erwartung geworden. Das heißt, du denkst, es muss immer so bleiben wie anfangs. Und natürlich veränderst du dich, der Partner verändert sich, die Partnerin. Die ganze Beziehung verändert sich, die entwickelt sich, alles um euch herum verändert sich. Und na klar, kann es nicht mehr so bleiben, wie es am Anfang war. Aber ganz häufig ist es unbewusst in den Köpfen, dass aus dieser Anfangserfahrung eine Erwartung geworden ist, ganz unausgesprochen. Also wenn du schlechten Sex hast, dann prüf einmal nach, sind es vielleicht die Erwartungen? Erwarte ich, dass alles noch genauso ist wie anfangs oder erwarte ich überhaupt, ich sollte so oder so geliebt werden, der Partner sollte von mir so oder so geliebt werden und wenn das nicht zutrifft, fängst du dann an zu zweifeln. Prüf mal nach, ob das so ist. Das waren die 9 Gründe für die Sexflaute, für deine Tiefs, die du vielleicht im Bett erlebst. Und wenn du wissen möchtest, was du dagegen tun kannst, dann bleib dran, denn gleich geht es darum, die To-Dos, wie du im Bett wieder so richtig kommen kannst, auf deine Kosten kommen kannst, in den Genuss kommen kannst und in die Fülle kommen kannst und mit deinem Partner glücklich sein kannst.